Wir bauen zusammen, was das Zeug hält, bereit für die Zündung. Da hat sich so ein Schraub festgelockert. Festgelockert. Bist du ready für den Tank? Oh, das ist anstrengend. Da ist schon mal sehr geil geflickt worden. Danke vielmals, Joshua. Der Joshua hat uns einfach einen Scheiß verkauft, der gar nicht tut. Ja! 3 an der Zahl. Yeah! Willkommen bei einem neuen Video. Es geht natürlich weiter an den Super Bravo. Wir haben hier ja alles parat gemacht zum Zusammenbauen. Das heisst, Flo, die lebende Waschmaschine, hat hier alle Plastikteile pikefein putzt, dass man die einbauen können. Alle Stahlteile, die Rädchen auch super neu lackiert. Und weiter dort hin. Dort geht es natürlich auch am Motor weiter. Der muss heute auch zusammenkommen. Wir fangen an. Let's go. Da ist er schon. Servus. Moinsen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Oh, schlechte zuerst. Also, auf dem Weg hierher hat mich der Schaller angerufen. Er ist unterwegs hierher und hat was dabei. Und er hat die Rückbank umgeklappt. Und er hat nicht gesagt, was? Nee. Ich vermute, er hatte Super Bravo dabei. Hey. Wehe. Ich hab immer noch keine. Ich hab das Ganze hier angezettelt und ich hab keine. Aber Flo, du bist ja Patenonkel. Und die gute Nachricht ist, ich hab hier was für dich. Oh, jetzt. Oh. Ja! Yeah! Die 6 Super Bravo! Wir bauen zusammen, was das Zeug hält. Ich habe gerade schon alle gesagt, wir haben hier wunderschöne Teile, überall liegen zu. Sehr geil. Es ist auch super schön, dass alles so ordentlich ist. Ich hoffe, der Fabian, der ist ja jetzt auch ein Super Bravo, dass der nachher schnell vorbeikommt und sich mal um die Zündung und so kümmert. Dann können wir noch dort den Motor zusammenstecken. Und der ist auch endlich fertig. Der bleibt mich schon länger. Da fangen wir an, Rahmen zusammenbauen. Let's go! The 6 Super Bravos rolling down the line on our Super Bravo moped. Yeah, we're feeling mighty fine. We got 6 bad boys, each one's got their own. With a 3.5-inch tire, we're crushing all the stone. Produktmanagement ist wieder am Start, das heisst, es geht am Motor weiter. Ich wollte am Mittag einen Burnout machen. Guck mal, Fabian hat einen Burnout gemacht. Neben deiner Perle. Hat der Roger zugeschlagen? Guck mal, Roger, der ist, wir haben einen Chat, Gruppenchat. Und der Roger, der ist seit Tag 1 ungefähr, ist der dabei, oder? Ja, genau. Woche 1 mindestens. Also er ist im Chat, aber er ist nicht dabei. Der kommt an, der weiss, kommt nicht raus, was läuft. Schau mich an. Was ist mit dem Chat? Da ist alles bereit für die Zündung. Guck mal, fast wieder so weit zusammen, wie der mal war. Besser. Nur in schön. Ich habe jetzt noch eine Bestellung. Wir hätten natürlich nie alles, aber praktischerweise sind wir ja gerade im Hauptquartier. Aha! Das sollen Löcher sein. Da hat sich so ein Schraub festgelockert. Festgelockert. Ich habe erfolgreich Kleinteile zusammengetragen. Flo ist da fleissig am Kunststoffteile montieren. Vorne hinten. Flo, schau, was ich gefunden habe. Quatsch. Ui. Was genau, das sind so die kleinen Pünktchen pink, die es bei mir braucht. Viel Türkis, ein bisschen pink. Hammergeil. Also, wir geben Gas am Aufbau. Alle brauchen Joko. Der dichte Tag. Roger, wie sieht es bei dir aus? Hast du schon einen Super Bravo? Nein. An der Mostra vielleicht. Nein, ich kaufe keine. Was? Kaufst keine? Du kannst nicht seit Tag 1 in dem Chat drin sein und auch keine kaufen. Ja. Also der Fabian ist schon wieder ausgebüxt und abgeschlichen. Er will einfach im Rudel sein. Ich habe es schon mal im letzten Video gesagt, dass er mir die Zündung zusammen machen kann. Aber pssst, sag jetzt nicht am Thomas, sonst gibt es Haue. Aber Thomas schaut die Videos eh nicht. Und sonst, das schon. Bist du ready für den Tank? Ready für den Tank. Also, ist ready für den Tank. Willst du sehen, wie der Tank an bald? Es kommt. Oh. Ich halte ihn fest. Geil, das Türkis in dem Schwarz. Und nachher mit der Rädchen. Wow! Also, jetzt zurück zu der Zündung. Fabian zeigt euch noch einen Hack beim FE-Unterbrecher, gell? Der FE-Unterbrecher ist nämlich so, wenn ihr den hier reinmacht, müsst ihr ja hier nachher den Unterbrecherabstand einstellen. Und das macht dem da noch eine Schraube drin ist, dann könnt ihr den hier bewegen. Jetzt das Problem ist, ihr könnt den Unterbrecher nie richtig einstellen, weil die FE-Unterbrecher hier ein bisschen eine kleine Nut haben. Also das Langloch ein bisschen zu wenig. Genau, richtig. Um das nachher zu beheben, das Langloch ganz ein bisschen auffräsen mit dem Dremel und nachher könnt ihr das sauber einstellen und habt eine Zündung, die immer funktioniert. Tipps und Tricks vom Profi. Elias, was machst du hier?
den Dekompressor einschleifen. Da muss man natürlich aufeinander anpassen, dass da die Fläche vom Dekompressor und die da, richtig trägt, dass damit die die schön Kompression hat. zumachen kann, oder? So, also Alarmstufe. Türkis. Wir haben einerseits beim Motor haben wir den Nocken, den tiefer Nocken ist es, Der gell? abgedrehte Nocken. Der abgedrehte Nocken, weil der andere nicht an Lager ist. Fabian meint, geht nicht oder vermutlich nicht, weil das Ganze ein bisschen zu tief ist dann fürs Schwungrad. Kann man das Schwungrad sorgfältig drauf tun und mal drüllen und dann sieht man es. Ja, aber das ist, wenn ich fertig bin. Okay, wir warten dann noch, bis er fertig ist, bevor wir alles nochmal neu machen. In der Zwischenzeit haben wir auf dieser Seite das Getriebe eingebaut und Freilaufritzel und alles gemacht. Aber das Ding, es bewegt sich, es tönt nicht mega, aber es ist anstrengend. Es sollte auf jeden Fall nicht so sein, das heisst, wir nehmen das Getriebe nochmal schnell raus oder wir probieren mal schnell die Schrauben lösen und mal schauen, was da drin los ist, weil so wird das ganz sicher nicht. Also, Brandlöscher einmal beim Flo, Getriebe, einmal beim Stenz Zündung und einmal frage ich mich, was ich überhaupt bei euch so mache. Wir haben das Ding mal offen. Da ist schon mal sehr geil geflickt worden. Danke vielmals Joshua an dieser Stelle. Er hat zu lange Schrauben genommen, hat das Gehäuse durchgedrückt und der da müssen flicken. Oh nein, nein. Immer Schau, noch so nicht wirklich. leicht. Ja. Ja, und also von der Bremse her haben wir noch sau viel Weg. Ich denke nicht, dass es von der Bremse her kommt. Ich denke, es kommt von diesem Freilauf. Ne? Da. Willst du jetzt Licht? Da. Ja. Besser? Ja. So, Freunde, ich habe jetzt hier ein zusammengebautes Getriebe von einem von unseren Budenhübeln, den wir ersetzt. Das funktioniert natürlich. Der Joshua hat uns einfach einen Scheiß verkauft, der gar nicht tut. Darum shoppen wir jetzt einfach mal das hier zum Schauen. Das Ziel wäre ja dann sowieso noch ein kürzeres Getriebe zu verbauen, damit der unten raus nachher spritziger wird. Aber jetzt mal der wenigstens drinnen. Immerhin haben wir eins und ich sehe gerade, dass... Und wir wissen auch, dass das funktioniert. Genau, dass das funktioniert. Drum. So, jetzt können wir das Ganze zusammenbauen. Ja! Mach diesen! Hey Yoshi, du kommst langsam! Yoshi! Ich habe einen Besuch bekommen, die machen da wieder nur was wollen. Fabian, hast du mal schnell mein Umschlägli? Rechts. Ich habe seit Ewigkeiten das hier bei mir liegen. Haben ist besser als brauchen. Guck mal, das ist Tiffany. Im Bravo passt das 108er Pulli halt einfach rein. 16 Zoll und 7er Getriebe. Wird das hoffentlich lange zum paar geile Wheelies fahren. Ich kann zwar nicht Wheelie fahren, aber das ist jetzt auch mein Anspruch. Das ist einfach mein Anspruch. Da hinten machen wir jetzt endlich noch den Hurenmotor zusammen. Die Zündung ist gemacht. Danke Fabian. Grazie. Wenn ich jemals Probleme habe, weiss ich, wo ich hingehen kann. Jetzt Kolben, Zylinder, Zylinderkopf und dann ist der Motor fertig. Der Schaller hat gerade angerufen. Hör mal auf mit dem Schaller! Der hat gesagt, wir sollen rauskommen. Ich hoffe, ein Bier dabei. Oh! Es ist sogar ein schwarz-türkis. Ich flipp aus, Alter. Yoshis Bruder. In ganz! Boah, geiles Teil, Alter. 600 haben wir. 600? Ja. Komm, lass dir erstmal fahren, dass er mal die Joshua testen kann, Alter. Hast du mehr Ersatzteile, Geld ausgeben? Ja, komm mir auf zu jammern. Das kann nicht sein, ich bin der Letzte, der noch Kenny hat und Rogi. Alles gut, ihr Vater! Herzlichen Glückwunsch zu dir wunderschönen Super Bravo. Danke. Das gibt's nicht. Geil. Also, was man natürlich sagen kann, mein Joshua, der fährt dann oben und unten raus schon noch ein bisschen originaler. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber geil, ey! Oh, 3 an der Zahl. Und einer Joshua over. Siehst du jetzt so? Schaller, Buongiorno. ein Moped. Das da ist im Stenzomat. Häusner, zack. Was für ein Zufall. Ich weiss ja, dass mein Muffat oben steht, aber Flo. Ja, erwähn's noch. Erwähn es noch. Ich gucke auf Kleinanzeigen Komm, schau besser mal da. Ich muss vielleicht mein Budget ein bisschen erhöhen, oder? Ich gehe jetzt rauf, klopfe den Motor noch zusammen, weil das Ding muss heute noch zusammen sein. Und der Schaller, ich würde sagen, er schuldet uns mindestens ein Bier. Ui, was Soll ich hast mal du? schreiben? Ja, schreib den mal. Tausche gegen den Briefkasten. Sind hier mal fahren? Oh, hey. Ei! Ah, ich will auch! Yeah!
Mir haben es gestartet und die haben welche. Die haben sie eben schlau gemacht, die haben einfach fertig gekauft. Wer angefangen kauft, kauft 50 Mal. Das Kind im Mann, hä? Das weckt das Kind im Mann. Ab auf Kleinanzeigen. Das Teil sieht hammermäßig aus. Genauso wird die Joshua auch. Ich brauche eine in schwarz-türkis. Das ist meine Farbe. Und ich gehe jetzt sofort auf Kleinanzeigen auf die Jagd. Ich halte es nicht mehr aus. Scheiß drauf. Ich muss mein Budget ein bisschen hochputschen, Alter. Ich muss jetzt in die Abhole gehen. Das muss sein. Ich mache natürlich im nächsten Video weiter an dem Ding. Der Motor muss unten, das Ding muss fahren. Wenn es angefangen hat, steht einfach da wie die Hinterletzten. Auf jeden Fall viel Liebe da noch für den Flo, wo wir jetzt da durchgehend geholfen hat. Ja, gerne. Hammergeil, weil sonst wäre das Ding jetzt am Laufen, aber würde für Scheiße aussehen. Kommentiert gerne, wie euch das ganze Zeug gefällt und was jetzt eure absolute Lieblingsperlen ist. Wäre spannend für uns. Unbedingt das Like da lassen, Abo und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Alle, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ab auf Kleinanzeigen.